Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, ist leider schon Montag und auch schon ein bisschen später. Es ist jetzt gleich, weiß ich nicht, 13 Uhr oder so. Und draußen regnet es in Strömen. Schon halb zwei. Halb zwei, sagt Sarah gerade. Ja, draußen regnet es in Strömen und ja, also mir geht es ja schon deutlich besser. Sarah ist noch ein bisschen so und ja, generell hat man zwischendurch muss man ein bisschen langsamer machen, weil noch die Kraft fehlt. Aber wir sind hier ein bisschen am Aufräumen. Wir haben hier zum Beispiel, hat Sarah jetzt hier ein Schränkchen, da haben wir die Wolle einsortiert und es sieht ein bisschen chaotisch aus hier, weil wir das gerade alles umräumen, ja. Und ausräumen, genau. Naja, und ich bin genauso chaotisch unterwegs. Hier steht auch gerade ein bisschen voll hier alles. Hier steht noch ein Haufen Zeug. Warte, ich mach mal Licht an. Das kommt alles auf den Dachboden, bis auf der Schaukel fährt. Das kommt dann wieder zurück. Und ich sehe auch, die Flocke war schon wieder auf dem Klo. Auf jeden Fall, das Zeug kommt erstmal auf den Dachboden. Ja, ich bin derweil unten ein wenig beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, ich suche den kleinen Freund hier, den hatte ich unten hier im zukünftigen Sportzimmer. Das ist mein Feuchtigkeitsmesser und ich tue mal in so regelmäßigen Abständen und so, habe ich dann so neuralgische Punkte beim Haus, wo ich dann mal schaue, wie sieht es dann mit der Feuchtigkeit aus. Und das soll ja alles, sage ich mal, relativ trocken bleiben. Also 10% mehr Eigenfeuchtigkeit, 15 vielleicht noch, aber 20 ist schon ein bisschen kritisch und ja, alles ab über 30, sage ich mal, 30, 35, 40 und so. Da können sich dann ja Problematiken entwickeln wie ja, den super gefürchteten Hausschwamm. Der ist natürlich super gefährlich, aber der ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, so wie viele Leute halt denken. Man muss halt nur, das Tückische an dem ist halt, man bemerkt es lange nicht, weil der genau dort immer wächst, wo kein Windzug herrscht, weil Zugluft kann der überhaupt nicht ab und dann bildet er sich halt immer dort, wo man halt eh nicht guckt oder so, hinter Schränken, hinter Fußleisten, unter unter Fußböden vor allen Dingen und so. Und ja, auch in Dachgauben und so weiter. Also wo es halt nass ist und je feuchter, desto besser. Der Schädlingsbekämpfer damals, den wir hier hatten für die Hausschwammsanierung, der sagte, so bin ich eigentlich auch der Meinung, so 60, 70%, 50, 60, 70% Holzfeuchte, das ist so das ideale Milieu für den. Aber die Fachliteratur sagt, so ab 30, 35 geht es schon los. Der hat ja auch die unangenehme Eigenschaft, einfach mal zwischendurch aus der Raumluft oder aus irgendeinem anderen Feuchtigkeitsquelle Feuchtigkeit aufzunehmen und die dann ins Holz einzubringen, um dann halt dort besser wachsen zu können. Ja. Naja, auf jeden Fall gucke ich nicht nur deswegen, sondern auch für Schimmelprobleme und so weiter und so fort, wie sich die Bauteile an neuralgischen Punkten hier im Haus so ein bisschen verhalten, weil wir ja doch dem Geldbeutel und der Zeit geschuldet und auch der Lage damals, wo wir hier angefangen sind zu bauen, sage ich mal, geschuldet, an gewissen Stellen auch Abstriche machen mussten, was nicht ganz so optimal ist, wie zum Beispiel, das hier ist jetzt zwar baulich optimal, das ist eine hinterlüftete Wand mit einer Dampfsperre hinter, die mit Gipskarton verkleidet ist, bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von. Normalerweise wäre das eine andere Konstruktion geworden, aber es kann ja auch noch werden. Wie gesagt, wir haben noch viele Jahre hier vor uns und ja, naja, da hadere ich dann aber trotzdem so ein bisschen mit mir, weil das, was da ist und obwohl es eigentlich ja Müll ist, sage ich mal, das nur rauszureißen, damit es nicht mehr hier im Haus ist auch Quatsch. Also wir werden das mal gucken. Auf jeden Fall überwache ich dann halt solche Stellen, wie zum Beispiel hier, wo dann halt die Dampfsperre noch nicht angeschlossen ist und wo Luftzug stattfindet. Also hier hinter liegt die Folie auf der Wand auf, sowas überwache ich dann zum Beispiel, weil da kann sich dann ja Feuchtigkeit bilden, weil ihr könnt euch ja sicher vorstellen, der Keller unten, der hat 8 Grad, hier oben herrschen, ja, hier in dem Bereich jetzt zurzeit 15, würde ich sagen, 16, 17 Grad, ja, 15 ist ein bisschen wenig, ich würde sagen eher 17, weil wir ja auch nicht heizen wie die Teufel vom Herrn, aber trotzdem will die warme Luft jetzt zum Beispiel, wäre jetzt hier
habe ich ja in irgendeinem Vlog damals erklärt, ist ja noch angezeichnet, da kommen ja dann Lüftungssiebe später rein, wenn die Wand dann zu ist. Wo dann kontrollierter Luftstrom hier hinter und dann, deswegen sind hier auch diese Kästen, dann kann der Luftstrom über das Steinfundament in den Keller ziehen. Und ja, der positive Effekt dabei ist, wenn es hier im Haus wärmer ist, wie unten im Keller, dann zieht halt die warme Luft hier durch, runter in den Keller und trocknet dabei immer die hinterbauten Bauteile. Und wenn sie dann unten im Keller angekommen ist, dann kühlt sie ab und es wird dann feucht, logischerweise im Keller. Aber ja, der Keller ist so konzipiert, sage ich mal, der ist ja hinterlüftet von der Scheune aus, findet ein Luftzug statt und der hat auch Lüfter unten im unteren Bereich, wo sich die Feuchtigkeit absetzt. Also die, jetzt gerade im Winter, sagt man, ist das für so einen Keller ganz gut. Im Sommer soll man ja nicht lüften, hatte ich ja schon mal erklärt, weil dann bringt man mehr Feuchtigkeit in den Keller rein und bekommt sie nicht rausgelüftet. Aber das liegt einfach daran, dass es draußen wärmer ist als im Keller und dann will die warme Luft von draußen in den Keller rein, nimmt die Feuchtigkeit mit und geht nicht wieder raus. Also wenn man im Sommer die Fenster aufreißt, dann macht man den Keller eher feuchter als trockener. Ja, jetzt wird das hier auch noch so eine Bauphysik-Exkursion. Naja, auf jeden Fall, im Winter ist es genau umgekehrt. Könnt ihr euch vorstellen, es sind 8 Grad im Keller. Dadurch kommen wir, wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr heizen würden, würden vielleicht unten 10 Grad entstehen im Keller. Die Außentemperatur liegt bei 1 Grad. Die Feuchtigkeit geht also hier durch, nimmt auf dem Weg in den Keller die Feuchtigkeit hinter den Wänden mit, geht dann durch den Keller und wird dann im Keller unten nach außen, also im Bodenbereich vom Keller, da sind die Lüftungsrohre bewusst angebracht, weil das der feuchteste Bereich ist. Ja, da wird die feuchte Luft praktisch, weil sie wärmer ist, angesaugt und nach außen transportiert. Und dementsprechend trocknet das Ganze dann. Ja, ist aber natürlich, man kann auch noch vieles falsch machen. Im Neubau wie im Altbau, wenn man jetzt anfängt, hier übermäßig Wäsche zu trocknen, nicht lüftet und ja, je nachdem auch baulich kann man super viel verkehrt machen. Also gerade ein Haus, was 300 Jahre steht, keine Probleme hat, zum Beispiel mit einem Hausschwamm oder mit Holzwurmbefall. Ja gut, Holzwurm haben die meisten alle, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kannst du halt auch schnell mal mit so einer Folienkonstruktion und sowas dafür sorgen, dass das Gebäude innerhalb von 10 Jahren den Geist aufgibt und unwiderruflich verloren ist. Also man muss schon wissen, was man tut. Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist zu verstehen, wie so eine Häuser funktionieren. Also sowohl im Altbau als im Neubau. Denn wenn man sich da nicht auskennt, kann man viel verkehrt machen und das macht natürlich dann dauerhaft so richtig krasse Probleme. Ja, das kann auch ewig lange gut gehen oder das kann auch für immer gut gehen. Wir haben ja teilweise auch zum Beispiel das Bad in der Blockstube. Funktioniert auch nur, weil das Bad in der Blockstube feuchtigkeitstechnisch durch die Folien entkoppelt ist. Ja, es kann sein, dass wir das vielleicht in 15, 20 Jahren vielleicht nochmal ändern, dass die ganze Scheiße wieder rauskommt und dass es dann eine offene Holzkonstruktion wird, dass wir das alles abschleifen und so weiter. Aber so aktuell funktioniert das halt auch nur, weil wir die Feuchtigkeit, die im Bad entstehen, daran hindern, durch Zwischendämmschichten und so und durch Sperrfolien und durch die Fliesenspiegel und alles generell, daran hindern, in die Holzkonstruktion außen rein zu wandern. Und ja, die Feuchtigkeit, die in der Holzkonstruktion steht, sage ich mal, ist auch nicht so gegeben. Der Schwellbalken liegt auf einem Mauerwerk auf, was auf einzelne Steine gelegt ist. Und also die Blockstube und auch die Ständer, die vom Äußeren, also das Umgebindehaus besteht ja aus dem Ständerkranz mit dem Brennbalken oben drüber, der das obere Fachwerk hält und dann ist ja die Blockstube drin. Und das liegt alles ein bisschen, ja, ich würde sagen 75 cm aus dem Boden raus auf Natursteinmauerwerk auf. Ist also dementsprechend relativ gut sogar vor Bodenfeuchtigkeit geschützt. Dann ist das Ganze von außen zugemauert. Sagt man jetzt, vielleicht ist es auch nicht die beste Lösung. Offen würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn man halt Platzregen und Staunässe verhindert. Aber ja, da sind halt auch Lüftungssiebe drin und das ist halt auch hinterlüftet von der anderen Seite. Das heißt, alle Feuchtigkeit, die von unten kommt und die ja generell sich dort irgendwo, also eigentlich nur Feuchtigkeit von unten, die wird dann durch Luftstrom halt abtransportiert und das Holz nimmt es auf, transportiert es noch ein Stück weit und ja, gibt es dann an die Raumluft ab.
Und das ist dann auch so ein bisschen wie ein Akku. Also je nachdem, was man dann für eine Jahreszeit hat. Im Sommer wird es dann feuchter, im Winter kühlt es dann ab und wird es dann wieder dementsprechend trockener. Und dementsprechend variiert auch immer die Holzfeuchte in diesen Bauteilen. Naja. Aber gut, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt hier ewig lange über sowas philosophieren. Das Bild ist übrigens ja alles andere als schön. Aber wir wollten den Rahmen später vielleicht mal aufarbeiten. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier drin. Chaosraum. Sieht man so ein bisschen. Hier will ich ein bisschen Ordnung schaffen. Dann will ich das vielleicht noch zumachen. Und dann werde ich hier erstmal, weil diese Wand, die werden wir nächstes Jahr im Sommer wahrscheinlich erstmal sanieren. Oder stückchenweise werde ich hier erstmal vielleicht 2 Schwerlastregale aufstellen, wo wir erstmal zwischendurch Kram reinpacken können. Ja. Und ein bisschen Ordnung halten halt in der Zeit. Bis das dann hier mal final das Sportzimmer wird, wo halt ja vielleicht ein Crosstrainer oder ein Trimmrad drin steht mit dem Fernseher und so. Hatten wir ja alles auch schon mal erklärt. Na gut, ich würde sagen, so viel erstmal dazu. Wenn das Wetter mal ein bisschen, ich glaube, ich sehe gerade, das wird jetzt gerade, ja, trocken ist es nicht, aber die Sonne kommt raus. Wenn es nachher mal ein bisschen trocken ist und ich dran denke, dann kann ich ja mal mit der Endoskopkamera draußen mal reinfilmen in die Hohlschicht von der Umgebindestube und so. Das wäre vielleicht mal interessant dann. Aber ich muss erst mal gucken, ob ich das irgendwie für euch aufzeichnen kann. Also es ist noch nichts versprochen, wir gucken einfach mal. Ja, gut, ich würde sagen, Sonne und Regen, vielleicht ein Regenbogen. Nein, soweit erstmal von uns. Viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann ja irgendwann, vielleicht heute Morgen, keine Ahnung. Also bis dann, ciao. Moin Moin, kleines Update vom Dienstag. Heute ist Bürotag. Ich habe mich jetzt nur einmal in meine Alltagsklamotten bzw. in meine Arbeitsklamotten geschmissen, weil ich kurz noch auf dem Dachboden war und hier hinten noch ein bisschen was gemacht habe, weil wir suchen gerade noch ein bisschen was für Weihnachten noch, was für die Vorbereitung, und das suche ich jetzt gerade, und ja, da habe ich gedacht, da mache ich noch mal ein kurzes Update-Video hier vom Dienstag. Heute Morgen ist es auch übelst neblig gewesen. Jetzt mittlerweile regnet es schon seit 2-3 Stunden, aber ja, so ein bisschen neblig ist es trotzdem noch. Ja, die ganze Woche übrigens soll es weiter regnen, also werden wir da auch nicht viel irgendwie draußen machen können, was schon schade ist, weil ich hätte dieses Jahr gerne noch die Hecke umgepflanzt, aber naja.
Schaut mal, was fällt euch auf? Genau, die ganzen Kartons sind weg. Wir haben nämlich mit Christian dieses Regal hier unten hingeschleppt und auch dieses Regal hier hin. Christian wollte es eigentlich zuerst im Kinderzimmer stehen haben, aber ich kam dann auf die Idee, weil ich so ein Instagram-Opfer bin, was die ganzen Wollkünstler, nenne ich es jetzt mal, angeht. Und die haben das alles so schön einsortiert, dass dort unten in der Mitte ist quasi das Fach, wo gerade meine laufenden Projekte sind. Ein paar habe ich gerade hier auf dem Tisch liegen, weil ich dabei bin. Aber ansonsten ist das hier so ein bisschen farblich zumindest sortiert mit Rot. Oben ist schwarz-weiß, rechts sind Blautöne, dann ist da in der Mitte grün und grau, rechts ist braun, links ist gelb und so hautfarben, obwohl das linke auch so ein bisschen braun aussieht. Aber vertraut mir, das ist wieder mal nur die Kamera anscheinend. Aber gut, so viel dazu erstmal. Es wird auch noch ein bisschen umgeräumt hoch. Da kommt zum Beispiel meine Nähmaschine wahrscheinlich auf einen separaten anderen Tisch zu Nähmaterial und das, worauf die Nähmaschine momentan steht, das kommt unter den Tisch, unter meinen Schreibtisch und dann wird das Ganze hier vielleicht noch ein bisschen anders gerückt und so weiter. Aber dazu kommen wir noch, vielleicht bleibt das auch so stehen. Ist bloß ein bisschen schade, dass die Vitrine so ein bisschen angepappt ist da dran. Deswegen mal gucken, wie wir das machen. Ich bin auch noch ein bisschen heiser, wie man vielleicht hört. Aber zurück zu diesem Tisch hier. Denn ich wollte euch eigentlich noch etwas zeigen. Aber machen wir das gleich? Machen wir das im nächsten Video? Ich mache es gleich. Nämlich sind wir gerade dabei gewesen, einen Weihnachtskalender, das sind gerade so Wollprojekte, an denen ich noch dran bin. Dort hinten stricke ich einen Infinity-Schal, sagt euch das was? So ein Unendlichkeitsschal, der kein Ende eben hat und den man sich um den Kopf wickeln kann. Und den hat sich eine von unseren Freundinnen beim Wichteln quasi gewünscht, dass ich ihr sowas stricke. Und nicht wundern, dass er jetzt aussieht wie eine dicke Raupe oder sowas. Ich habe den beim Stricken, damit das nicht auf dem Boden landet, einfach ineinander immer umgeschlagen. Den werde ich gleich noch auseinanderfusseln. Ich zeige euch das Ganze. Und dann entsprechend zusammenhäkeln. So, genau. Aber hier sind 24 kleine Säckel. Alle schon gefüllt mit ein bisschen Schokolade, mit einer kleinen anderen Überraschung und sonstigem. Und das wird dann der Weihnachtskalender für meine Eltern. Christian holt dann noch ein entsprechendes Holzgestell, nenne ich es jetzt mal, hoch, wo wir die ganzen Tütchen dann anhängen und dann schenken wir ihnen das. Deswegen wissen wir gerade noch nicht ganz genau, in welchem Vlog das Ganze hier reinkommt. Weil sie sollen das natürlich, wenn sie den Vlog schauen, nicht sehen, dass wir das hier gerade alles vorbereiten. So, und wenn ich hier einmal in dem Regal bin, hier ist wieder mein Kunstregal, nenne ich es jetzt mal, mit meinen Farben und so weiter ein bisschen aufgebaut. Es fehlen noch viele, viele Sachen. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Modellierungstools, nenne ich es jetzt mal, Materialien, wie auch immer. Die sind leider noch nicht in den ganzen Kartons drin gewesen. Deswegen, ja, sieht das hier teilweise noch ein bisschen, leer will ich es jetzt nicht sagen, aus, aber ein paar Tools fehlen halt eben, ne, die man aus vorherigen alten Sachen halt vielleicht kennt. Und schaut mal, da ist unser Baumhaus, was wir mal gebaut haben, müssen wir noch Licht reinfusseln. Das hatte ich bis jetzt noch nicht geschafft gehabt. Aber das ist mein Regal mit meinem Kram, wo ich dann hier, wenn der Kalender nicht mehr hier liegt zumindest, auch entsprechend wieder malen oder basteln oder sonst irgendwas kann. Oder stricken. Da bin ich ja gerade noch dabei. Wie schon gesagt, die Strickprojekte zeige ich euch dann separat. Aber das erstmal zu unserem Weihnachtskalender und meinem aufgeräumten Schreibtisch, wo kein einziger Karton mehr steht.
Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem super kalten Mittwoch. Ich habe gerade mal hier, ich stehe jetzt in der Laube, ich habe hier die Tür aufgemacht und hier die Klappe und hier zieht der Wind so kalt durch. Einfach Wahnsinn. Ja, wir hatten über Nacht einen kleinen Wintereinbruch und zwar ist es so um die 1 Grad und es hat geschneit. Das habe ich heute Nacht schon gesehen, beziehungsweise frühen Morgen, als ich da mal auf war, ja, kurz vor 4 oder so. Und da waren die ganzen Dächer hier über mir und so alles weiß. Das konnte man in der Dunkelheit schon sehen. Ja, richtig schön. Dadurch, dass heute auch Feiertag ist, ist es auch so ruhig und hat schon so ein bisschen was von Wintertag. Wenn so ein bisschen mehr Schnee wäre natürlich noch besser. Aber ja, dann müsste ich wieder Schnee räumen draußen und wir haben ja noch nicht die Schneefräse flott gemacht für den Winter. Das müssen wir jetzt die kommenden Tage auch noch machen. Ja, eventuell morgen, weil am Freitag habe ich ja meinen Spritzentermin in Dresden für den Rücken und ja, morgen wird so der einzigste Tag, vielleicht Samstag noch und ansonsten dann nächste Woche. Aber nächste Woche Freitag geht ja auch mein neuer Job los und da wird es auch nochmal eine spannende Zeit werden. Da bin ich auch schon sehr aufgeregt, so ein bisschen, weil das ja auch wieder was komplett Neues ist, was ich dann mache. Und weil ich noch gar keine Ahnung habe, wie genau dort die Arbeitsabläufe und so weiter sind. Also ich werde da komplett ja, neu reingeboren, sage ich mal. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich schon drauf. Ja. Und es ist auch gut, dass es ein Freitag ist. So kann man dann den ersten Tag sich ein bisschen einfinden, kann sich zurechtfinden, kann sich alles so ein bisschen angucken und hat dann nochmal ein Wochenende Zeit, sich eine Strategie zu überlegen. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja, ich hoffe, es klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. Ich bin auf jeden Fall dann schon mal froh, dass ich dann wieder Arbeit habe und dass ich dann wieder in Lohn und Brot bin, weil aktuell ist das ja wirklich richtig bescheiden mit uns, mit der ganzen Situation hier. Ja, mein Antrag auf Arbeitslosengeld ist nach wie vor in Bearbeitung, weil davon abhängig ist, dass ich dieser ärztliche Befund über meine Rückengeschichte praktisch, dass das erstmal abgeklärt wird und dass sie dann wissen, in was für einen Rahmen die mich dann vermitteln könnten, obwohl ich schon lange wieder Arbeit habe. Aber ja, wir wissen ja, wie es ist, wie die Rädchen so funktionieren und naja, dementsprechend bin ich jetzt seit 3 Monaten ohne Einkommen und ja, da wird es langsam mal Zeit, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen, weil wir haben ja auch einen Haufen Verbindlichkeiten und ja, Weihnachten steht auch vor der Tür und natürlich dann ja Jahresbeginn dann die ganzen Abschläge für alle, für Versicherungen und etc. pp, für Haus hier, die ganzen Nebenkosten und so weiter und so fort. Aber gut, das zieht sich dann auch noch ein bisschen ins nächste Jahr rein und ganz so eng ist es jetzt im Moment auch noch nicht. Aber wie gesagt, es ist trotzdem ein schönes Gefühl, dann wieder in Lohn und Brot zu sein und wieder, ja, sage ich mal, da weniger schlecht zu schlafen. Gut, liebe Leute, wir sehen uns später. Ach Leute, Physalis ja, man kann schon fast sagen Dezember, aber es werden immer noch welche reif. Ah, hier haben wir auch noch eine. Boah, das sind aber jeden Tag etliche von den kleinen Freunden hier. Mhm. Lecker. Hängen bestimmt noch mal wieder 30.000 Stück dran, die ich jetzt gerade nicht so sehe. Ja, guck mal, wer da jetzt ist. Ist ja eine Baumforscherin, Minka. Ja. Du magst doch gar kein Physalis, oder? Ja. Arme Minka.
Ja, kleiner Räuber, du. Da ist einer im Vorratsraum. Ja, musst du schnell mal gucken gehen. Morgen, Leute. Ja, ich war gerade eine Runde mit dem Auto unterwegs, habe mich um einen Haufen Zeug gekümmert. Behördengänge etc. pp. Ich glaube, jetzt geht es endlich wirklich seinen Gang dort und wir können in den nächsten Tagen aufatmen. War ein Haufen Stress, ein Haufen Ärger und viel Gesitze, viel Gewarte, aber ich glaube, es hat funktioniert. Ja, naja, und dann bin ich jetzt auf dem Rückweg noch einkaufen gewesen. Fahre jetzt gleich nochmal zur Nachbarin, die hat irgendwie Wasser unterm Waschbecken und mal kurz gucken, ob dort eine Leckage ist. Ja, und dann mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Ich denke mal, überwiegend PC-Vorbereitung, aber ja, gestern wollte ich eigentlich was machen, gestern ist nichts geworden, außer die übliche Hausarbeit. Und ja, heute ist ähnlich das Programm. Mal gucken, vielleicht mache ich auch ein bisschen was beim Häuschen weiter. Mal schauen. Aber dadurch, dass ich nächste Woche ja meine neue Stelle antrete, ist das natürlich erstmal von der Priorität her wichtiger. Aber man kann sich das ja auch zeitmanagementmäßig so ein bisschen einteilen. Gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal, guck, was mit dem Waschbecken los ist und dann sehen wir uns nachher wieder. Also bis dann, ciao. Guten Morgen um 8:32 Uhr. Ich habe nämlich gerade Alexa gefragt, oh nein, ich habe ihren Namen gesagt. Wird sie mit uns sprechen? Wartet mal. Nee, sie hat es nicht gemerkt. Okay, guten Morgen auf jeden Fall. Ich wollte euch, wir sind noch ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an der Stimme, aber es ist schon deutlich besser geworden. Und deshalb, weil der Geschmackssinn zurück ist und wir Bock auf Leckerli haben und ich jetzt schon hier bin, Christian ist gerade noch unterwegs, wollte ich euch zeigen, was es heute von mir zu schnabulieren gibt. Einmal fangen wir mal mit den Süßi-Sachen an. Ich habe nämlich Bock, heute in Blätterteig, ich hätte euch die Figuren zeigen sollen, das zeige ich euch während des Prozesses. Ich mache gleich Vanillepudding und dann breite ich diesen Blätterteig aus und seht ihr, wie diese Taschen hier aussehen? Wahrscheinlich wird meins nicht mal ansatzweise so aussehen wie diese Taschen, aber mal gucken. Und auf jeden Fall mache ich dann hier noch ein paar Äpfel in der Pfanne also die würfel ich dann, zeige ich euch dann mit der Pfanne, in der Pfanne meine ich, und Zimt und ein bisschen Wasser drüber und Zucker natürlich, weil ohne Zucker geht's ja nicht. Und dann machen wir sowas wie Bratapfel, Zimtapfelzeugs und füllen dann unsere Taschen mit ein bisschen Pudding, ein bisschen Bratapfel und ich denke, dass die Äpfel zu wenig sein werden, deswegen habe ich hier so mutig eine kleine Schüssel voller Früchtemix oder Beerenmix besser gesagt dazu geschmissen und dann werden die Täschlein gefüllt, in den Ofen geschmissen und fertig ist das Ganze. Dann haben wir ein kleines Leckerli für zwischendurch, freuen wir uns natürlich schon drauf, aber kommen wir jetzt zur Hauptmahlzeit, zum Mittagessen von heute. Und zwar, vielleicht erkennt ihr das Setup ein bisschen wieder. Christian hat beim letzten Mal, als ich Onigiri zu mir gemacht habe, neidisch geguckt quasi. Und da wollte ich heute das nochmal machen, weil es mir einfach super lecker schmeckt. Und der auch Bock drauf hat. Und da werden wir natürlich dieses Mal, was heißt natürlich, wir werden dieses Mal normalen Tofu nehmen. Das ist wieder der aus dem Netto mit dem Hund, falls ihr den irgendwie mal besorgen möchtet oder sonst was. Den weißen haben wir jetzt noch nicht, oder den Naturtofu haben wir noch nicht gekostet, sondern bloß bis jetzt den Räuchertofu. Der war nice, der war ganz lecker, der war auch angebraten sehr toll. Und den hier teste ich gleich, den muss ich gleich noch erstmal, wir haben nämlich die Tofu-Presse wieder gefunden, den muss ich erstmal quasi entwässern. Also pressen in der Tofu-Presse. Und nachdem er entwässert ist, das wird ja eine Weile dauern, in der Zeit schnippel ich unser Gemüse. Denn wir wollen alles, also nicht alle Möhren da reinballern, aber zum Beispiel alle Tomatos da so ein bisschen verarbeiten und das Gemüse in kleine Streifen in das Onigiri reinballern. Und weil wir auf Schärfe stehen, werden wir dann die Gochujang, das ist ja fermentierte Chili-Paste,
Zusammen mit, ihr kennt das ja aus dem Asiaraum, immer was Süßes, Agavendicksaft, irgendwas Saures, der Essig. Ich habe jetzt leider keinen Reisessig mehr. Oder drüben vielleicht? Muss ich mal drüben im anderen Kühlschrank gucken. Ansonsten nehmen wir den Apfelessig, ist eigentlich Wumpe, macht denselben Geschmack aus und auch noch so ein bisschen Süße. Was Salziges, das ist dann unsere Sojasauce und dann die Schärfe, das ist die Gochujang. Das haue ich dann alles in einen Töppel mit ein bisschen Wasser, rühre das Ganze um, bis es eine Masse gibt und dann haue ich das zu dem Tofu, der schon in der Pfanne gebrutzelt hat, dann dazu und glasiere den so quasi, mit vielleicht ein bisschen Stärke noch mit dran, damit, siehst du, Stärke habe ich noch gar nicht hier hingestellt, die muss ich noch holen. Damit das Ganze halt so ein bisschen, ja, besser dran pappen bleibt am Tofu. Und genau, dann den Sushi-Reis, den werde ich jetzt gleich noch zubereiten und die Nori-Blätter natürlich, die noch gebraucht werden. Aber erstmal wir fangen an den Reis zu kochen, denn der muss ja kalt werden bis zum Mittagessen. Und wir entwässern den Tofu. Und wenn wir das gemacht haben, fangen wir an, das Obst zu schnibbeln. So, da bin ich wieder, Leute. Fertig mit den Vorbereitungen erstmal und auch schon alles wieder aufgeräumt. Deswegen zeige ich euch das. Hier liegen noch die entsprechenden Zutaten, die noch nicht verarbeitet werden konnten. Dann habe ich hier ein bisschen Möhre, ein bisschen Tomate und Radieschen und Paprika klein geschnitten für unsere Onigirazu. Wir haben noch mehr, sollten wir mehr brauchen, aber ich habe meistens die Tendenz dazu, zu viel zu machen. Und deshalb dachte ich, ich mache hier mal ein bisschen weniger, denn schaut mal hier drüben. Hier ist der Gochujang Tofu, der ist gerade fertig geworden. Der ist so schön glasiert mit Gochujang und was ich euch alles vorher erzählt habe mit Sojasauce. Ich habe den Reisessig gefunden und ein bisschen Zucker. Dann sind hier, sieht ein bisschen matschepampig aus, lasst mich das mal kurz festhalten hier. Sind hier unsere Bratäpfel, Matschepampe drin. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal hier liegen. Dann habe ich hier hinten wahrscheinlich viel zu viel Reis gemacht, aber ist ja nicht schlimm, dann ich esse das auch jeden Tag, juckt mich gar nicht, schmeckt so lecker. Und hier hinten, diese kleine zerbrochene Wüste, ist der Vanillepudding, der mit dem hier zusammen in die Blätterteigdinger kommt. Aber das muss alles jetzt erstmal abkühlen, ansonsten klappt das nicht so ganz. Ich habe auch noch Tee gemacht, Waldmeister und Himbeertee. Und jetzt ist erstmal Zeit für Frühstück. Yay! So, unsere Zimt-Apfelpampe ist jetzt kalt geworden, genauso wie unser Pudding, der nicht mal so schön aussieht. Aber den sieht man gleich nicht mehr. Also es ist vollkommen egal, wie der in der Topf aussieht. Da klingelt auch die Uhr. Hervorragendes Timing. Und, vielleicht seht ihr das, worauf ich Bock habe. Kennt ihr diese Dinger? Die habe ich mal irgendwann, ich glaube, auf Amazon geschossen. Ich bin mir gar nicht mal so wirklich sicher, ob das dort war. Und guckt mal, das funktioniert so erschreckend gut gerade eben. Wartet mal, ich warte mal kurz, bis die Klingelei vorbei ist. Das ging schneller als erwartet. Auf jeden Fall, das ist erschreckend gut in diese Form gegangen. Das werde ich jetzt halt mit Pudding und Apfelkrimskrams füllen. Dann werde ich dann die Decke da drauf legen und das zuklappen mit so ein bisschen Wasser benetzt. Und dann wird das hoffentlich zusammenhalten. Und ich bin gespannt, ob das geil wird. Ich hoffe doch, dass es geil wird. Ey, guckt mal, wie wunderschön das geworden ist. Ich habe noch die kleinen Löcher rausgepopelt, damit das so dann natürlich durchbackt. Ein halbes Esslöffelchen, vielleicht auch ein ganzes von dem Vanillepudding und dann halt ein bisschen Apfelpampe, die man hier oben auch durchsieht. Wie geil ist das denn, oder? Es sieht richtig toll aus. Ich hoffe, das backt auch toll. Schaut mal, wie schön. Oh, es fokussiert nicht. Jetzt, wie schön manche geworden sind. Die hier sind wirklich toll. Aber die bitte nicht beachten, die sind so richtig, töte mich. Das waren die Reste vom Teig, die so außenrum, vom Blätterteig, die außenrum gewesen sind. Und ich dachte, ich bin schlau und knete die zu einem Teig zusammen und roll die wieder aus. Und dann ist das daraus geworden. Übelst klebrig, gar nicht mehr schön. Und dann musste ich die so aus der Form fummeln und deswegen sehen die so ein bisschen, ja, das sind dann die Kostestückchen, um zu gucken, ob die geil sind. Genau, und der Rest ist aber schön geworden. Yum, yum. In den Ofen erstmal. So Leute, mal ein kleines Update von mir. Und zwar ist es jetzt gleich schon um 1. Ich war den ganzen Vormittag unterwegs, mein Zeug zu klären. Das letzte Update habt ihr ja bekommen, wo ich gerade vom Amt wieder da war, vom Arbeitsamt und von der Arbeitsagentur und einkaufen war. Ich habe dann im Anschluss hier den Einkauf abgeladen und bin dann halt zu der Nachbarin gefahren, wie ich euch das dann halt gesagt habe. Und da haben wir uns dann nochmal den Schaden genau angeschaut. Und ja, da muss dann, also im Prinzip Wasser in einem Altbau im Obergeschoss. Bei einer Holzkonstruktion, die sonst geschlossen ist, ist nicht so gut. Deswegen ist da wohl ein höherer Handlungsbedarf. Nicht, dass sich da irgendwie so eine Hausschwammgeschichte oder so entwickelt. Und
Deshalb bin ich dann mit ihr noch zu ihrer Versicherung gefahren, habe dort nochmal mit der Versicherung geredet, weil ich ja quasi vom Fach bin und da ein bisschen mehr genauere Angaben und so machen kann. Und bin dann im Anschluss auch noch mit ihr zum Klempner gefahren. Wir konnten es tatsächlich schaffen, dass die jetzt wirklich mal, ich habe mich da ja schon vor, lass mich lügen, 6 Wochen so drum gekümmert. Und alles Weitere wollten die dann selber machen. Das hat dann irgendwie aber nicht so ganz funktioniert und dann sind wir da heute hingefahren und dann habe ich dann nochmal mit dem Chef selber geredet und die kommen jetzt am Montag bzw. Dienstag und ja, ich werde dann für den Augenblick, wenn der Klempner dann dort kommt, selber dann auch vor Ort sein und ein bisschen schauen, wenn dann dort was aufgemacht wird, wie es dann da drin aussieht. Und halte dann auch die Versicherung dann auf dem Laufenden. Die haben jetzt den Schaden von außen, habe ich nochmal fotografiert, habe es nochmal dort abgegeben und werde dann jetzt praktisch kommende Woche dann auch nochmal, wenn wir was aufmachen, dort fotografieren, weil da wird ja wahrscheinlich dann die Dämmung und alles nass sein und ja. Auf jeden Fall hat das ganz schön viel Zeit und Energie gekostet. Ich bin dann mit ihr anschließend auch noch einkaufen gefahren, weil sie ja normalerweise immer mit dem Fahrrad fährt und sie ist auch schon ein älteres Semester und das war jetzt so eine Gelegenheit und dann habe ich halt gefragt, ob noch irgendwas einkaufen möchte und dann hat sie halt dankend angenommen und dann bin ich auch noch mit ihr einkaufen gewesen, aber ja, jetzt nach der ganzen Aktion vom Vormittag habe ich aber auch tierisch verspannten Nacken, muss ich sagen. Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass jetzt meine Haare geschnitten sind und dass ich ein bisschen Windzug abgekriegt habe. Aber naja, ich werde jetzt gleich erstmal frühstücken, in Anführungszeichen. Ich habe heute noch überhaupt nichts gehabt, nichts getrunken, nichts gegessen. Also langsam wird es Zeit. Ich werde, glaube ich, gleich nochmal, entweder trinke ich einen schönen Goldrutentee oder einen Kaffee. Das weiß ich noch nicht. Und dazu, wahrscheinlich eine Scheibe Toast oder sowas. Und ja, Sarah wollte dann später zum Mittag sowieso noch was machen, aber das seht ihr dann ja gleich im Vlog. Auf jeden Fall mal gucken. Ich werde mich dann nach dem Essen wahrscheinlich erst noch mal einen Augenblick hinlegen und gucken, dass sich der verspannte Nacken ein bisschen entspannt. Vielleicht eine Wärmflasche drunter packen oder irgendwie was. Und ja, dann gucke ich einfach mal, ob ich heute Nachmittag noch irgendwas mache oder ob ich mich dann wieder an den PC setze, um dort noch ein bisschen was abzuarbeiten. Jetzt muss ich aber erstmal durchatmen. Also bis später. So, ab geht's zu Step 2. Nachdem jetzt unsere Küchlein im Ofen sind, machen wir uns ans Onigiri zu. Das ist auch schon alles schön kalt geworden. Und schaut mal, wenn man es im schönen Licht hat, sieht der Tofu auch köstlich aus. Yum, yum, yum. Ich werde das jetzt falten und wenn es dasselbe Prinzip wie immer, wenn es gut aussieht, seht ihr das Ergebnis auf diesem Teller, auf den Nori-Flocken gefallen sind. Ich wollte eigentlich Christian fragen, ob ich ihm seine schon fertig machen soll oder ob er das selber machen möchte. Aber er ist eingeschlafen oben. Und deshalb werde ich einfach welche machen. Das wird ja nicht falsch sein. Wir legen los. So, Leute, das sind die 4 dicken Onigiri-Pakete, von denen ich mir jetzt 1 oder 2 gleich schmecken lassen werde. Plus noch ein bisschen von dem Rest vom Vanillepudding. Der ist nämlich sehr, sehr lecker und ich freue mich auch schon übelst auf die Blätterteigkissen, wie man es auch immer nennen möchte. Mehr darauf, wie sie aussehen, als wie sie schmecken, muss ich sagen. Obwohl ich glaube, dass sie sehr, sehr gut schmecken. Aber ich bin echt gespannt auf das Aussehen. Zeige ich euch natürlich auch gleich. Ich werde das jetzt hier mal mit den Rest, weil Christian gerade noch schläft, in den Kühlschrank buxieren, damit es nicht irgendwie schlecht wird oder so, obwohl es eigentlich nicht dürfte. Ist ja nichts dran, was verdirbt. So schnell zumindest. Aber ich mache es trotzdem in den Kühlschrank und lasse es mir schmecken. Bis später. Leute, ich möchte euch was zeigen. Hier rechts gab es zwar ein kleines Massaker, aber ich lasse sie gerade hier noch ein bisschen im Ofen auskühlen. Ich freue mich schon draus, sie rauszuholen. Ich glaube, die sind super geil geworden. Yum, yum, yum. Schaut mal die Hübschis an, Leute. Die sind doch übelst toll geworden, oder? Ich finde die voll schön. Und die Füllung ist auch so toll. Und ich weiß, dass die Füllung toll ist, denn hier lagen die gedamagten. Und den kleineren davon, der sehr mitgenommen aussah, den habe ich schon gegessen. Und das ist die andere Eichel eigentlich.
Also die. Aber ich wollte euch das schöne Ergebnis noch zeigen. Beziehungsweise du bist auch wunderschön, weil du bist köstlich. Auch das andere kaputte war sehr, sehr lecker. Deswegen weiß ich, dass das echt toll geworden ist. Ich puderzuckere das Ganze jetzt noch ein bisschen. Ja, vielleicht zeige ich es euch danach auch nochmal. Ich wollte es euch bloß jetzt zeigen, denn ich bin sehr stolz. Miam, miam, miam. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt nochmal in die Arbeitsklamotten geschält, obwohl ich nicht glaube, dass das noch viel wird heute. Vor allen Dingen, weil ich immer noch einen turboverspannten Nacken habe. Ich habe mir jetzt mal eine Wärmflasche gerade aufgegossen. Also gerade als ich aufgestanden bin, ging es erst. Da habe ich mich angezogen und jetzt haben wir gemerkt, wir haben kein Internet. Und dann bin ich hier unten mal gewesen, habe mal nachgeschaut. Und ja, Sarah hat herausgefunden in der Zwischenzeit, wir haben eine Flächenstörung und das geht wohl noch ein paar Stunden so. Also wir haben jetzt 15 Uhr und bis voraussichtlich 20:30 Uhr heute Abend wird definitiv kein Internet da sein. Vielleicht geht es ja auch ein bisschen schneller, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann gerade in der Zeit ein bisschen hier beschäftigt, den Router neu starten und so weiter und so fort. Und da habe ich dann gemerkt, oh, nee, das pocht immer noch zwischendurch bei kleinsten Bewegungen. Und dementsprechend werde ich mich jetzt gleich nochmal kurz in die Küche setzen und werde nochmal die Wärmflasche drauf machen und dann mal gucken, was die Wärme so bringt. Ja, und dann mal schauen, was der Tag noch so bringt. Ich meine, viel ist ja heute nicht mehr, es wird ja gleich sowieso schon dunkel. Morgen in der Früh geht es dann nach Dresden und Spritze abholen. Ja, und naja, dann mal gucken, wie es sonst noch so wird. Kommende Woche wird ja nochmal richtig krass mit der Vorbereitung für meine Arbeit. Aber ja, ich denke mal, ich bin recht optimistisch. Eigentlich ist das meiste schon fertig. Ich bin halt nur immer so ein Typ. Ich übertreibe das immer und bin immer ein bisschen zu genau und so, weil ich nicht möchte, dass irgendwas schief geht. Bereite ich mich dann manchmal auf Sachen vor, wo man dann im Nachhinein herausfindet, so, ach, das ist doch alles Quatsch gewesen. Die meisten Leute würden wahrscheinlich einfach nur hinfahren. Aber naja, gut. Ich würde sagen, jetzt zuckt es gerade wieder. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wird. Und ich melde mich später. Heute ist der Tag, an dem wir Christian Spritze holen fahren. Sieht alles ein bisschen trostlos und pampig aus. Und dazu ist es jetzt gerade sehr laut, weil hinter dieser Tür befindet sich ein LKW, der gerade irgendwie, keine Ahnung, beladen wird oder sowas. Aber wir lassen uns nicht beirren, denn die Vögelchen haben auch Hunger, obwohl einiges noch da liegt. Aber ich glaube, Christian hat vorgestern oder so, als ich noch im Bett rumlag, vom Kranksein, ich hätte jetzt beinahe das böse Wort mit C gesagt, jetzt habe ich vergessen, wo ich angefangen habe. Er hat auf jeden Fall die Vögelchen gefüttert gehabt und jetzt sind aber, wie ihr seht, die Körnchen wieder alle und ein paar von den Bällchen und deshalb fülle ich das jetzt mal nach, damit wir, wenn wir unterwegs sind, ein ruhiges Gewissen haben können, dass unsere Vögelchen einen dicken Bauch kriegen. Leute, wisst ihr, was gerade passiert ist? Wartet, guckt mal hier. Guckt mal hier, wo ist es da? Fokussier. Mir ist gerade Schnee in die Haare gefallen. Schnee. Ich wollte es euch zeigen, bevor er wegtaut. Aber man sieht es noch gar nicht irgendwie. Es ist viel zu klein. Aber es schneit. Ich hatte als Kind immer so eine Schallplatte. Ich glaube, die hat mir mein Bruder irgendwann mal geschenkt oder so. Und als ich Kind war, haben wir die immer angemacht, wenn es angefangen hat zu schneien. Doch so ein bisschen sieht man es. Und da haben die immer gesagt, Schlümpfe. Warte mal. Wartet mal, wie ging das? Schlümpfe, schaut mal alle raus. Das war das. Diesen einen Satz fehlte mir ja gerade. Schlümpfe, schaut mal alle raus. Es hat geschneit. Schlümpfe, alles ist weiß. Und dann so, oh. Und dann gingen die Weihnachtslieder los. In der Schlumpfen-Version. Ja, aber man sieht es hier leider nicht so wirklich. Schade, schade. Ich wollte es euch nur zeigen. Jetzt. Hallo Leute, herzlich willkommen am Freitag. Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs auf der Autobahn, etwas verspätet, weil Stau und so weiter. Und ja, wie ihr sehen könnt, oder vielleicht auch nicht, es schneit so ein bisschen. Vielleicht sieht man es hier auf den Hecken so.
so ein kleines bisschen, keine Ahnung. Ja, wir holen uns jetzt gleich die Spritze ab. Und ich will keine Spritze. ja, genau. Du kriegst keine Spritze, nur ich. Ja. Und dann, ja, mal schauen, was wir heute sonst noch machen. Danach fahren wir natürlich wieder erstmal direkt nach Hause und müssen uns dann noch mal was fürs Mittagessen überlegen. Vielleicht holen wir uns irgendwo was. Ne? Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall so viel erstmal zur Info und wir sehen uns dann später. Hallo Leute, kleines Update von zwischendurch. Wir sind immer noch unterwegs. Wir werden uns jetzt gleich eine Kleinigkeit zu essen holen und dann erstmal gemütlich schnabulieren zu Hause. Ich wollte mich halt nur gerade mal melden, weil ich gerade festgestellt habe, dass meine Wade taub ist. Nicht komplett taub, ich merke die Berührung noch, aber deutlich taub. Also ja, ist auch mal wieder eine neue Erfahrung, die wir beim letzten Mal nicht hatten. Ich hoffe, ich kann gleich aussteigen. Ich hatte nämlich, wo wir eingestiegen sind ins Auto bei der Praxis, wäre ich auch schon fast weggeknickt, weil der Außenriss vom Bein, sage ich mal, ja, so ein bisschen weggeknickt ist. Ja, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich muss jetzt ja gleich nochmal kurz bei der Bank rein und dann auch noch beim Essenmann rein. Aber wir kriegen das schon hin, liebe Leute, wir kriegen das schon hin. Ja, ich würde sagen, aufgrund dieses Taubheitsgefühls im Bein ist es dann aber wahrscheinlich für heute soweit gewesen, was Aktivitäten im Haus angeht. Wird ja generell davon abgeraten, an dem Tag großartig irgendwie unterwegs zu sein, Treppen zu steigen und so weiter. Alles nur ganz vorsichtig, weil das halt eben den ganzen Tag noch sein kann, dass es halt taub ist. Und ja, dieses Mal scheint es halt so zu sein. Und dementsprechend will ich jetzt auch nicht irgendwie rumtouren oder ähnliches. Wir werden mal schauen, wenn sich noch irgendwas Filmenswertes ergibt, was Lustiges heute Nachmittag, dann zeigen wir es natürlich. Oh je, du musst doch sagen, falls wir bis Sonntag kein Internet haben. Ja, sollten. genau. Und stimmt, kleines Update von unserer Internetgeschichte. Ja, Stand der Dinge jetzt ist immer noch Netzausfall. Das heißt, wenn das jetzt nicht repariert werden sollte bis Sonntag, dann werdet ihr gar keinen Vlog bekommen. Denn ja, die ersten Let's Plays sind ja auch schon am Ausfallen, weil wir gerade nichts uploaden können und so, weil halt das Internet weg ist. Also erstmal angekündigt, der Netzausfall war bis heute Morgen 8:30 Uhr. Und dann haben die das um kurz vor 8:30 Uhr eine SMS geschickt, verlängert sich auf 14:30 Uhr. Jetzt bin ich mal gespannt, das ist jetzt ungefähr in einer Stunde, was ich dann für eine Nachricht bekomme oder ob das dann nachher schon direkt wieder da ist, das Internet. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Geradeaus, ne? Ja. Und wenn sich halt nichts ergibt, dann müssen wir mal schauen, wie wir das diese Woche überhaupt machen. Ja. Also bis später. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Kurzes Update vom Tag, von den letzten Stunden, von den Ereignissen, sage ich mal.
Vielleicht im einen nochmal so eine ganze Zusammenfassung. Ja, heute Morgen sind wir ja unterwegs gewesen, Spritze etc. pp. Ist diesmal auch gut gelaufen, hat diesmal nicht wirklich irgendwie großartig wehgetan. Und ja, wie gesagt, das war der Außenriss vom Bein so ein bisschen instabil und sowas. Aber ich habe tatsächlich gedacht, also er hat das Betäubungsspray drauf gesprüht und hat dann gespritzt. Und sonst hat er die Spritze immer so stecken lassen und hat dann nochmal nachjustiert und hat dann nur weiter gesucht. Und dieses Mal dachte ich das auch, aber da war die Spritze schon lange wieder draußen. Und dann sagt er so, ja, jetzt weiß ich, er hatte praktisch das Bild vom letzten Mal, hat mich dann praktisch genau dort drüber gelegt und hat dann genau die Stelle wieder anvisiert und draufgeschossen. Sagt er, das geht dann viel schneller und da muss er auch nicht so lange suchen. Ja, naja, dann sind wir ja nach Hause. Flocke hat gerade wieder ihre 5 Minuten. Die war jetzt auch den ganzen Nachmittag alleine. Aber dazu erzähle ich euch dann jetzt sofort noch ein bisschen mehr. Erstmal alles der Reihe nach. Und zwar, ja, haben wir dann gegessen. Sind dann, ja, sag ich mal, habe ich mich eine halbe Stunde hingelegt. Habe so gedacht, ich warte jetzt erstmal, ob es mit den Beinen, ob die Betäubung ein bisschen nachlässt und so. Und wurde dann auch ganz schnell, ganz deutlich besser. Ja, und dann zog so eine Stunde ins Land. Und dann hatte Sarah wir haben ja die ganze Zeit Internetausfall, schon seit gestern 14:30 Uhr ungefähr und das war dann über 24 Stunden her. Und dann hat man ja Anspruch, dass man dann ein mobiles Gerät bekommt als Router für zu Hause, so dass man sich dann halt, ja, mit Datenvolumen halt logischerweise drauf, was man dann nutzen kann. Und ich weiß gar nicht, ob wir das vorher schon mal erzählt haben oder so. Ich bin auch vom Kopf her, ja, eigentlich noch relativ fit, aber schon sehr unkonzentriert, merke ich. Ja, auf jeden Fall habe ich dann mit der guten Frau dort in der Leitung telefoniert, habe dann bekannt gegeben, so und so, wir brauchen das ja auch für Homeoffice und so eine Geschichten halt. Und da meinte sie so, ja, dann gibt es die Möglichkeit, dann schicken wir Ihnen, also sie sagte, zuallererst einmal habe ich gefragt, den Netzabsturz oder dieser Flächennetzausfall, Flächenschaden oder Flächenausfall oder wie auch immer sich das schimpft, der war ja, nachdem wir nach Hause gekommen sind, die letzte SMS vom Service Center war praktisch 14 Uhr, ist der Schaden behoben. Aber die SMS, die haben wir dann halt auch die letzten Tage schon, oder letzten Stunden halt alle 4-5 Stunden, jedes Mal, wenn die Deadline überschritten war, bekommen. Und dann hieß es auch, ja, nächste Deadline. Oder halt zwischendurch auch mal unbekannt. Und dann heute Mittag sind wir dann nach Hause gekommen, war dann wieder unbekannt. Dann haben wir überlegt, ja, das wird ja dann vielleicht ganz schön doof. Dann am Montag, dann ja, müsste Sarah dann halt ins Büro fahren und ja, da hat sie dann nachgeguckt und hat dann halt das festgestellt, so und so. Da hat man dann den Anspruch und etc. Dann haben wir dann alles rausgesucht, was wir brauchen dafür. Kundendaten und bla bla blub. Und ja, dann habe ich das Gerät reserviert, dass wir es dann abholen, weil sie sagte, ich kann es ihnen zuschicken. Das wird dann aber wahrscheinlich Dienstag werden, wenn sie Pech haben. Und ich brauche das ja eigentlich am Montag 7 Uhr. Und ja, da habe ich dann gesagt, gibt es da denn nicht die andere Möglichkeit? Ich habe gelesen hier dieses Gerät, was man dort kriegen kann. Ja, das können, also so, ja, ich bin schon Matsche im Kopf. Über die Stelle waren wir ja schon drüber. Also auf jeden Fall hat sie gesagt, kann ich Ihnen zuschicken oder Sie holen es im Shop ab. Und ja, dann habe ich halt gesagt, ich hole es dann im Shop ab, weil es war 16:30 Uhr oder so. Und bis 19 Uhr haben die Shops hier in der Region offen. Ja, sind wir dann von hier in die Stadt gefahren, in das Shopping Center dort und haben dann dort im Telekom-Shop angestanden. Da standen sehr viele Leute, die vor uns dran waren. Wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde gewartet, fast eine Stunde. Und ja, dann waren wir im Endeffekt dran und die schlechte Nachricht, aber fast dran, der letzte vor uns. Und wir haben schon mitbekommen, die Geräte werden langsam knapp. Und der Letzte, der dann dort war, also eine Person vor uns, die hat praktisch das letzte Gerät bekommen. Und dann sagen sie, ja, wer ist denn sonst noch dafür hier? Und dann haben sich halt auch die Leute, die hinter uns gestanden haben und so gemeldet. Und dann sagt sie, wir haben keine Geräte mehr. Da müssen sie leider, ja, zu einem anderen Shop fahren. Oder ich habe dann halt direkt gefragt, wo ist denn jetzt hier der beste andere Telekom-Shop? Und dann meinten die halt Hoyerswerda. Das ist eine Dreiviertelstunde Fahrt.
wenn du gut durchkommst von Bautzen nach Hoyerswerda ins Lausitz Center. Und ja, da habe ich dann direkt, wo wir aus dem Telekom-Shop dort im Core Center in Bautzen raus sind, da habe ich dann direkt versucht, dort bei dem anderen Shop anzurufen. Da ist aber niemand rangegangen. Und dann habe ich es unterwegs noch versucht. Dann habe ich dann zu Sarah gesagt, sind wir am Scheidepunkt. Entweder wir fahren nach Hause oder wir fahren hin. Und dann haben wir uns dann halt für dahinfahren entschieden. Und ja, dann sind wir jetzt bei Schneegestöber mitten in der Nacht mit Zeitdruck ohne Ende, weil wie gesagt, um 19 Uhr schließt der Store dort und ja, laut Navi, sage ich mal, wären wir dort so um 12:30 angekommen. Also ganz knappes Ding, aber wir haben es halt trotzdem versucht und es war ja schon ein schlechtes Zeichen, dass niemand ans Telefon gegangen ist. Aber gut, gesagt, getan. Wir sind dann hingefahren und wir haben dann ein Gerät bekommen. Die hatten auch nicht mehr viele da, aber es waren schon keine Leute mehr da, wahrscheinlich weil es so spät war und die Region ist auch von dem Flächenschaden nicht betroffen und dementsprechend hatten wir Glück. Wir haben das Gerät noch bekommen, es wurde alles eingestellt, 60 GB Datenvolumen frei. Ja, das hätte dann ausgereicht für Sarah, für Homeoffice. Natürlich jetzt nicht für lange Netflix-Abende oder so. Da brauchst du wahrscheinlich pro Stunde 4, 5, 6 Gigabyte oder sowas an Streaming. Und wenn wir jetzt das ganze Wochenende Netflix geguckt, wäre das Datenvolumen aufgebraucht gewesen. Und zusätzliches dazu kaufen ist relativ teuer. Naja, auf jeden Fall war das Problem dann erstmal so gelöst. So, und dann haben wir uns halt überlegt, wie wir das dann jetzt alles handhaben und so, haben dann auch gefragt nach den Preisen, was dann kostet, das Datenvolumen dazu zu buchen. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube 10 GB 15 Euro und 20 GB 30 Euro oder irgendwie sowas. Oder 15 GB 15 Euro und 30 GB 30 Euro, das weiß ich jetzt nicht so genau, auf jeden Fall relativ teuer. Und wir müssen ja auch den Vlog dann noch hochladen jetzt am Sonntag. Und das sind ja auch schon mal ein paar Gigabyte. Da wäre ja von dem Freivolumen schon mal ein Drittel weg. Deswegen haben wir auch direkt nach den Preisen gefragt. Wobei ich auch eher denke, dass der Netzbetreiber dann wahrscheinlich auch für das zusätzliche Datenvolumen auch aufkommen muss. Aber ich weiß es halt nicht so genau. Naja. Positive an der Geschichte, sagen wir mal, bis dato, wir hatten dann wieder Internet. Zumindest getestet ist es noch nicht. Also es gibt manchmal das Phänomen, dass Sarah sich mit ihren Arbeitsrechnern nicht mit jedem Port verbinden kann. Ja, ist also nach wie vor unsicher. Das testen wir erst morgen, weil es ist jetzt 10 nach 10 und dementsprechend testen wir das heute nicht mehr. Wir hätten es getestet, wahrscheinlich, wenn jetzt nicht Folgendes passiert wäre, das kann ich ja schon mal vorher wegnehmen. Wir sind dann noch bei den Schwiegereltern kurz gewesen. Ja, natürlich auch noch Charlie, also Schwiegermutter ist schon durch und Schwiegervater hat es gerade noch, ist auf dem Weg der Besserung, ist aber wahrscheinlich nur ansteckend. Wir haben uns jetzt aber darauf verlassen, dass er halt gesagt wird, dass man 6 Monate lang immun ist. Ich hoffe, das bleibt auch und ist auch so. Wir haben auf jeden Fall ja noch gedacht, wir fahren dort vorbei, falls die beiden noch irgendwas brauchen oder ja, halt einfach mal kurz ein bisschen quatschen, weil wir haben uns jetzt ja auch eine Weile nicht gesehen durch diese ganzen Charlie-Geschichten, sage ich mal. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade eben nach Hause gekommen und gerade wo wir hier mit dem Auto auf den Hof fahren, bekomme ich eine SMS vom Service Center der Telekom. Der Netzfehler, also der Flächennetzfehler oder so ähnlich, ist behoben. Ich habe dann testweise im Auto, wo wir dann angehalten und ausgestiegen, bin ich dann im Auto, habe ich mein Handy rausgeholt, bin dann zum Briefkasten gelaufen, habe nach Post natürlich gucken, war keine da, aber ist ja auch egal und habe dann währenddessen das WLAN angemacht und hatte dann Internet. Naja, jetzt sind wir praktisch von 3:30 heute Nachmittag bis gerade eben durch die Gegend gefahren, um ja praktisch das alles zu organisieren, damit das noch funktioniert und kommen nach Hause und haben Internet. Naja, ist ja auch egal. Das war nur so eine lustige Geschichte dabei. Vorteil, dass wir dieses Gerät jetzt haben, so wie ich das verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, hat man nur Anspruch auf dieses Gerät, wenn ein wirklich ein Flächennetzfehler über 24 Stunden darüber hinaus existiert. Und so haben wir das jetzt mit 60 GB Datenvolumen. Das können wir ein ganzes Jahr lang nutzen. Ab da an wird es dann halt, ja, es hat ja eine eigene Handynummer, wird es dann nach einem Jahr
Kostenpflichtig, kostet dann 3,45 € oder 49 im Monat und kann dann halt wie eine SIM-Karte jedes Mal mit Datenvolumen aufgeladen werden und ist dann unbegrenzbar nutzbar. Auch deutschlandweit, egal wo du bist, mitten im Wald, im Tunnel, ja gut, da wo du kein Handyempfang hast, hast du das natürlich auch nicht. Aber das ist natürlich ein Vorteil für uns, wenn wir dann mal in den Urlaub fahren und wir für euch dann einen Vlog hochladen wollen und wir sind dort irgendwo auf einer Almhütte, wo kein Strom existiert und gar nichts, dann weiß ich nicht, ob man da Internetempfang hat, aber dann könnte man rein theoretisch über ein Notebook mit Akku und so irgendwie den Vlog dann noch schneiden und hochladen. Aber das wird ja so schnell nicht vorkommen. Ja. Gut, was gibt es sonst noch Neues? Genau, ich habe ja erzählt, dass das mit dem Geld alles jetzt positiv läuft und ja, bislang ist noch nichts da, aber das eilt ja auch nicht. Hauptsache, das funktioniert jetzt endlich mal. Ja. Ich bin auch fix und fertig vom Kopf, Sarah auch. Ich werde jetzt schnell gleich noch eine Kleinigkeit essen und dann schmeiße ich mich auch ins Bett. Und Sarah liegt, glaube ich, schon im Bett. Da werden wir uns dann erstmal ein bisschen ausschlafen. Und dann schauen wir mal, was morgen ist. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was aufgenommen, was so Arbeiten im Haus angeht oder sowas. Mal schauen. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, dann ja, bis morgen und gute Nacht. Guten Morgen, Samstag, 9 Uhr. Ja, wie man vielleicht so ein ganz bisschen sieht, na, sieht man auf der Kamera wahrscheinlich ganz schlecht. Hier bei den Autos vielleicht ein bisschen besser. Naja, es hat etwas geschneit, wieder über Nacht. Der richtige Schnee kommt jetzt, glaube ich, erst noch im Laufe des Tages, beziehungsweise morgen, übermorgen und am Dienstag. Ja, es ist trotzdem super kalt. Und ja, man möchte eigentlich gar nicht so wirklich draußen rumlaufen. Ich habe sofort kalte Füße gehabt, wo ich draußen war. Jetzt den Vormittag, also es ist jetzt nach 9, habe ich mich damit beschäftigt, noch wieder Papierkram zu erledigen, weil ich gestern noch Post bekommen hatte von der Krankenkasse etc. pp. Für diese ganze medizinische rückwirkende Begutachtung und so weiter und so fort. Ja, das musste dann alles heute Morgen noch bearbeitet werden, musste ich noch dementsprechend Briefe aufsetzen und das alles fertig machen. Ja, und jetzt habe ich das alles erledigt. Ich bin jetzt gerade hier in den Ort gefahren, habe jetzt hier beim Shop, sage ich mal, das Einschreiben abgegeben. Ich war leider 5 Minuten zu spät. Die haben das jetzt gerade, ich habe gerade gefragt, geht das heute noch raus? Sagte sie, da sind sie keine 5 Minuten zu spät, aber trotzdem zu spät. Ist gerade rausgegangen. Habe ich gesagt, gut, ist auch nicht schlimm. So wichtig ist es auch nicht, geht's halt Montag raus. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt erledigt. Jetzt werde ich auf dem Rückweg noch mal ganz kurz beim Laden anhalten und hole noch ein bisschen Hasenfutter. Das geht langsam zur Neige. Muss ich noch 2 Tüten Trockenfutter halt. Und ja, das wäre dann eigentlich soweit alles, was ich so an Einkäufen erledigen muss für heute. Und dann werde ich frühstücken. Sarah hat schon gefrühstückt. Ich war ja die ganze Zeit maximal eingespannt, dort mein Zeug fertig zu kriegen. Ich habe noch nicht mal einen Tee getrunken oder einen Kaffee oder irgendwie was. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal wichtiger gewesen. Und jetzt ist das Wichtige, Futter holen, frühstücken. Ja, und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Also ob ich heute noch irgendwas angehe oder so. Also vom Bein, die Taubheit und so ist jetzt gar nichts. War ja gestern auch schon nicht mehr. 2-3 Stunden nach der Spritze. Und dementsprechend könnte ich dann was machen. Allerdings, vielleicht mache ich auch ganz normal einfach Hausarbeit oder sowas. Da ist ja auch ein bisschen was liegen geblieben. Wir haben ja, während wir krank gewesen sind, jetzt mit der Charlie-Geschichte nicht wirklich viel von der zusätzlichen Hausarbeit erledigt. Sprich Staubwischen, Wischen, das Bad putzen, also nur das Nötigste im Bad geputzt, aber jetzt halt nicht den regulären großen Putz und so weiter. Das muss auch nochmal alles erledigt werden und das liegt eigentlich sowieso heute an und das ist letzten Samstag schon ausgefallen. Also das müsste ich so oder so noch zusätzlich erledigen. Und in den Zeitraum muss ich dann natürlich auch einbauen, dass ich noch irgendwas im Haus mache, was ich euch dann zeigen kann. Und das ist natürlich vielleicht nicht so wirklich machbar diese Woche. Müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass das Internet wieder da ist, dass ich dann generell auch wahrscheinlich heute Abend noch diesen Vlog hier schneiden kann und das Ganze jetzt funktioniert. Auch mit dem Upload und so weiter und so fort.
so dass für euch der Vlog nicht ausfällt. Da bin ich schon mal sehr erleichtert. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache dann mal los und wir sehen uns dann später. Ciao. Ja, heute wollte ich mal zusammen mit euch ein Sauerteigbrot backen. Das Ganze habe ich jetzt schon ein paar Tage lang vorbereitet, denn für ein gutes Sauerteigbrot braucht man auch einen passenden Sauerteig, einen sogenannten, ja in manchen Regionen einfach Hermann genannt oder langer Hermann. Das habe ich jetzt die ganze Woche über schon mal vorbereitet. Eigentlich wäre gestern Abend schon die Backzeit gewesen. Allerdings habt ihr ja mitbekommen, dass es gestern Abend ja ganz schön spät wurde. Und wie ihr nachher noch sehen werdet, braucht das Ganze auch ein bisschen sehr viel Vorbereitungszeit. Und hätte ich das jetzt gestern Abend noch gemacht, hätte ich es wahrscheinlich heute Morgen um 1:30 erst in den Backofen machen können. Deshalb habe ich den Sauerteig dann in den Kühlschrank gestellt und deswegen machen wir das jetzt heute. Das ist für 2 Brote und hält sich ungefähr 7 Tage, dieser Sauerteig. Ich werde auch einen neuen ansetzen. Theoretisch kann man immer von dem Sauerteig wieder was abnehmen und den dann wieder füttern. Weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich das dann mache. Also theoretisch könnte ich dort jetzt ein Löffelchen abnehmen, würde das Ganze sozusagen anstelle der Trockenhefe, die ich für den Sauerteig benutzt habe, in die vorbereitete Masse geben und dazu dann halt noch Roggenmehl und ja, dann würde das Ganze wieder seinen Lauf gehen über die Woche. Weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache oder ob ich das einfach diese Woche nochmal mit Trockenhefe neu ansetze und den Ansatz dann einfach für das Brot in 4 Tagen übrig lasse. Muss ich mir dann nochmal überlegen. Naja, auf jeden Fall habe ich so ein paar Bilder für euch gemacht. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, vielleicht kann ich die euch hier einblenden. Tag 1, also das Ganze hat sich zusammengesetzt, 4 Gramm Trockenhefe, 80 Gramm Roggenmehl, 80 Gramm Dinkelmehl und 200 Gramm kaltes Leitungswasser. Das wurde dann praktisch alles miteinander vermengt und kam dann als dünnflüssiger Brei für 24 Stunden in die warme Küche in den Teller rein. Ja. Man kann auch frische Hefe nehmen, steht hier. Sollte man dann, ich kann ja mal gucken, ob ich das Rezept verlinke. Das habe ich mir ja selber aus dem Internet gesucht. Oder wie gesagt, ihr schaut einfach mal, das ist online eigentlich schnell zu finden. Auf jeden Fall, ist das dann Tag 1. Dann wird das Ganze 24 Stunden stehen gelassen. Und am zweiten Tag kommen dann nochmal 50 Gramm Roggenmehl und 50 Gramm Wasser dazu. Das Ganze wird dann wieder vermengt, wieder für 24 Stunden stehen gelassen. Ja, hier nochmal ein Bild von Tag 2. Und ja, Tag 3 nochmal im Prinzip das Gleiche. Man kann während des Prozesses schon sehen, dass dann so langsam Blasen aufsteigen und im Laufe der Tage riecht der Teig dann auch schon säuerlich und ja, wird halt so, wie wir ihn haben wollen. Ja, Tag 4 ist das Ganze dann fertig. Da muss man dann nichts mehr machen. Das wäre gestern der Tag gewesen. Das habe ich leider nicht geschafft. Deswegen machen wir es heute. Aber wie gesagt, die fertige Masse ist dann 7 Tage im Kühlschrank haltbar. Also machen wir das eine Brot heute und ein großes Brot und dann, also 500 Gramm Brot und das Ganze dann sozusagen in 4 Tagen nochmal, wenn wir es dann aufgegessen haben. Aber ich werde in 4 Tagen auf jeden Fall nochmal ein Brot backen. Ja, so viel zum Thema Vorbereitung. Der gute alte Sauerteig. Wollte ich schon richtig lange machen. Sarah hat es schon mal gemacht. Allerdings nicht so aufwendig wie ich, sondern eher nach einem Schnellrezept. Ich wollte es jetzt mal wirklich auf ganz traditionelle Art und Weise mit viel Zeit und Liebe. Nicht, dass bei Sarah keine Liebe drin steckte, deswegen nicht. Aber die Zeit mal einfach dazu investieren. Ja, das ist jetzt soweit vorbereitet und jetzt kommen wir zum Brot. Das Ganze zeige ich euch dann jetzt gleich so, sage ich mal, Stück für Stück in den einzelnen Abläufen. So, 1, 2 Bruchstücke und vielleicht sage ich dann zum Schluss nochmal was und je nachdem, wie es läuft, können wir es heute Abend auch noch anschneiden und dann werde ich es noch mit in den Vlog reinschneiden. Auf jeden Fall kommt jetzt zum finalen Rezept, nimmt man dann die Hälfte von der Masse. Ich denke mal, ich werde es vielleicht einblenden, mal schauen. Oder halt unter dem Video verlinken, das wäre auch möglich. Ja, und dann kommt im Prinzip 500 Gramm Roggenmehl jetzt rein, die halbe Portion von dem Starter, also von dem Sauerteig, 225 Gramm warmes Wasser und 15 Gramm Salz. Ja, der Sauerteig wird dann mit dem warmen Wasser wieder verquirlt.
Salz und Roggenmehl wird dazugegeben. Das Ganze muss 3 Minuten geknetet werden und bleibt dann in der Schüssel für 30 Minuten. Ja, so lange wartet man dann und danach formt man das Ganze dann zu dem Brotleib, den man möchte und lässt es nochmal für 2 Stunden in einem Gärkörbchen liegen. Das habe ich hier, das sieht so aus. Ja, noch ein bisschen nass, noch ein bisschen fleckig, aber das macht nichts. Das war ja schon mal im Broteinsatz, das muss jetzt praktisch auch mal nächstes Mal gewaschen werden. So, auf jeden Fall kommt das dann da rein für 2 Stunden und ja, dann wird man das Ganze, ja, die gusseiserne Form kann ich euch dann nachher zeigen oder seht ihr dann ja gleich im Video. Man nimmt im Prinzip eine gusseiserne Form, tut das Ganze dann in den Backofen leer, heizt den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor und dann ja, kommt der Teig dann erst dazu, wenn die Form und der Backofen vorgeheizt sind. Also praktisch nehmt ihr die heiße Form wieder aus dem Backofen raus, gebt dann euren Teig dazu oder rein und ja, stellt es dann wieder in den Backofen. Lasst die Temperatur dann noch 10 Minuten auf 250 Grad und geht dann mit der Hitze auf 180 runter und dann wird das Ganze insgesamt 50 bis 60 Minuten gebacken. Also das heißt, wenn ihr 60 Minuten backen wollt, dann müsst ihr 10 Minuten von den 60 Minuten das Ganze auf 250 Grad lassen und danach stellt ihr es dann runter auf 180 und lasst das Brot dann langsam durchbacken. Ja, die paar Schritte, die werden wir jetzt mal machen und ich würde sagen, ich zeige euch das so nebenbei und wir gucken dann mal, wie das Ganze so im Prozess sich so entwickelt. Also ich werde im Prinzip jetzt einfach alle Stationen mal kurz in kurzen Ausschnitten zeigen, wie wir den Teig machen und ja, dann gibt es vielleicht nachher beim Anschneiden nochmal ein Abschlusswort. Gut, ich würde sagen, auf! So Leute, das Brot muss jetzt noch ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten backen und ich sitze jetzt gerade hier, ich habe schon Abendbrot gegessen, weil es wird jetzt nachher ja auch noch eine ganze Weile abkühlen müssen und ich möchte jetzt gleich auch hochgehen, den Vlog für euch schneiden und dementsprechend habe ich jetzt schon Abendbrot gegessen, obwohl ich eigentlich überlegt habe, warte ich drauf und probiere dieses Brot, wenn es dann noch angeschnitten wird, so halbwegs warm. Aber ja, ich habe mich ja doch dagegen entschieden. Aber wenn ihr das hier riechen könntet, also das riecht einfach nur fantastisch. So richtig intensiv hier im ganzen Erdgeschoss. Ich war jetzt noch nicht oben, ob man es oben auch riechen kann, aber das ist schon echt ein Duft. Also so riecht, also Brot riecht ja generell gut, so vom Backen her oder so. Aber so gut hat noch nie ein Brot gerochen, was ich gebacken habe. Also Wahnsinn. Ich bin echt wahnsinnig gespannt, wie dieses Brot geworden ist. Das war ja jetzt auch ein langer Prozess, die ganze Woche, das alles so ein bisschen zu begleiten und ja, diesen Sauerteig auch anzusetzen. Und im Prinzip, ja, dauert es 4 Tage, bis man dann so ein Brot fertig hat. Und das ist, ja, da fließt halt ein bisschen Zeit rein und dann, ja, macht es das auch ein bisschen besonders, weil man hat halt Zeit investiert, man hat Ruhe, Geduld gehabt, man hat lange sich damit beschäftigt und dann hat das irgendwie einen ganz anderen Wert, als wenn man jetzt, sag ich mal, einfach in den Laden fährt und sich dort ein Brot holt und ja, das weiß man gar nicht so wertzuschätzen. Ich hab jetzt während dieses ganzen Prozesses, dieses Brot zu backen, so ein bisschen nachgedacht, auch zwischendurch, so ja, wo kommen die Zutaten her, wie wird das Mehl gemacht, wie funktioniert das eigentlich, was hier gerade alles so passiert. Dann sind mir immer wieder Gedanken gekommen, so von wegen, ja, von irgendwelchen Bäckereien und Abläufen und so und keine Ahnung. Ich habe mich richtig viel mit dem ganzen Thema beschäftigt, gedanklich und ja, ich muss sagen, da hat man einen ganz anderen Bezug zu diesem Lebensmittel, als wenn man sich das jetzt irgendwie einfach mal schnell zusammen kauft oder halt mit Trockenhefe, mit einem Schnellstarter oder mit einer Brotmischung oder so. Das weiß ich nicht. Also man riecht diesen Brot förmlich jetzt schon an, dass es, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass es richtig Seele und Liebe mitbekommen hat und ich denke mal, so wird es dann auch schmecken. Also ich kann jedem von euch nur empfehlen, probiert das selber mal aus. Es ist wirklich gar nicht schwer. Viele Leute denken ja, so ein Sauerteig, das ist
das kippt dann um, dann wird schlecht. Aber ihr müsst einfach nur euch damit beschäftigen. Ihr riecht dann schon, ob es gut ist oder als ob schlecht wird. Das sieht man dem Teig an, das riecht man und man. Das funktioniert einfach, sage ich mal. Da braucht man gar nicht so viel Angst haben. Nehmt euch einfach die Zeit und probiert es mal aus. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass man jetzt die ganzen 4 Tage 24/7 sich damit beschäftigen muss, sondern das ist ja im Prinzip jeden Tag 10 Minuten. Einmal den Teig dann, also Mehl zu geben, Wasser zu geben, nochmal durchrühren und sowas. Aber das ist so eine richtige Erfahrung, weil man halt riecht, den ersten Tag sowieso dann eine Hefe, den zweiten Tag so eine Mischung aus Hefe und dann wird es aber schon so leicht säuerlich. Und am dritten Tag riecht man es auf jeden Fall. Dann riecht es schon ganz anders. Und am vierten Tag, ja, generell ganz aromatisch. Und kein Vergleich aber zu dem, wie es jetzt riecht, nachdem es gebacken. Also das riecht so fantastisch. Einfach unglaublich. Also probiert es einfach mal aus. Das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man jetzt 4 Tage braucht, diesen Teig zu machen, diesen Sauerteig und dann das Brot backt und dann ja, wird man ja wahrscheinlich von diesen 5 Kilo auch mindestens 4 oder 5 Tage essen mit 2 Leuten. Und ja, dann ist es ja auch, sage ich mal, immer ein passender Prozess, den es braucht. Diesen neuen Sauerteig, der reift dann in der Zeit, dann kann man den wieder abschöpfen. Und ja, ich habe es diesmal sogar tatsächlich jetzt so gemacht, dass ich den zweiten Sauerteig, den ich eigentlich im Kühlschrank gelassen habe, den ich eigentlich nehmen wollte für das nächste Brot, weil er sich ja so lange hält. Und da wollte ich eigentlich einen neuen ansetzen, aber ich habe jetzt den tatsächlich genommen. Der steht jetzt wieder so in der Küche, der hat jetzt wieder Mehl bekommen und wieder Wasser und der geht jetzt auch diesen Prozess. Weil ich habe jetzt auch gelesen, dass wenn dass es wohl heißt, je älter der dann wird, je älter diese Sauerteigkultur und so wird, je mehr Aroma und je mehr Reife entwickelt das auch. Also ja, es verdirbt ja nicht, es wird ja jedes Mal wieder ein Teil davon wieder in den neuen Prozess gegeben und so ist das halt ein ewiger Kreislauf, dieser Teig, ja, ich finde das super spannend und ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, wie sich das dann so entwickelt. Also ob es jetzt doch vielleicht irgendwann verdirbt oder ob man das jetzt so machen kann, dass man das halt immer wieder so schön durchzieht und wie sich das dann, also ob das stimmt, ob der Sauerteig halt über die Zeit immer besser wird. Und das ist ja sowieso ein Vollkorn-Roggenbrot ist sowieso absolut mein Lieblingsbrot. Da richtig schöne Scheibe drauf und dann ein bisschen Margarine und was weiß ich, eine Scheibe Käse oder irgendwie was. Das ist schon unvergleichlich, vor allen Dingen, wenn es dann noch einigermaßen warm ist. Also, ja, und das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Also, da bin ich schon, bin ich schon sehr gespannt. Naja, gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt nachher, nach dem Schneiden, nochmal ganz kurz wieder. Dann zeige ich euch mal, dann schneiden wir mal das Brot an. Und ja, dann würde ich sagen, dann machen wir dann die Verabschiedung. Also, bis später. Einfach Spitzenklasse geworden. Guckt euch das an. Wie schön luftig. Oh, perfekt so. Klasse. Auch die schöne Kruste sieht man hier.
so richtig knusprig. Ich kann es kaum erwarten, reinzubeißen. So Leute, 9 Uhr abends. Wir haben das Brot jetzt gerade angeschnitten. Das ist hervorragend knusprig, hat eine richtig gute, fluffige, aber trotzdem feste Konsistenz, so wie man das halt auch erwartet von einem Sauerteigbrot, von einem Roggen-Vollkornbrot. Ja, jetzt, ich habe gerade schon ein kleines Stück Kruste probiert, das ist schon super lecker, ich kann es kaum erwarten. Wow, das schmeckt einfach einzigartig. So eine leckere Kruste und dann ist so dieses Mehl darauf ist so ein bisschen crunchy, aber nicht zu viel. Also ich finde es sehr gut gelungen. Macht's auf jeden Fall mal nach. Richtig cool. Ja, wir können ja morgen vielleicht beim Frühstück nochmal ein kleines Update-Video machen. Das seht ihr dann aber erst im nächsten Vlog. Liebe Leute, ich würde sagen, für heute oder für diese Woche sind wir dann am Ende angekommen. Es ist nicht besonders viel geworden. Ein bisschen was habt ihr jetzt ja gesehen, aber es war ja mehr oder weniger keinerlei großes Update irgendwie hier vom Haus, von irgendwelchen Arbeiten hier beim Haus. Das wird wahrscheinlich nächste Woche auch nicht anders werden, weil nächste Woche wird es nochmal richtig spannend. Für mich, bis ich dann Freitag in den neuen Job reingehe und so, muss ich sowieso gucken, wie sich das dann mit den Routinen und alles so ein bisschen entwickelt. Aber ich habe ja euch ja schon gesagt, dass ich mir trotzdem ein bisschen Zeit nehmen werde, weil ich möchte ja auch hier ein bisschen weiterkommen. Und das ein oder andere Projekt liegt nächste Woche auf jeden Fall an, wie zum Beispiel das Streichen des Fachwerkraumtrenners in der Wohnstube. Das wird nächste Woche auf jeden Fall passieren. Da könnt ihr schon gespannt sein. Ja, und dann wahrscheinlich draußen noch jetzt vor dem Winter auch mal endlich diesen Lüftungsanschluss. Den habt ihr jetzt, glaube ich, im Video nicht gesehen. Ich habe euch ja ein bisschen was gezeigt von den Aufnahmen mit der Endoskopkamera. Aber ich glaube, die Stelle habe ich nicht gezeigt, sondern ich bin dort ja auch drin gewesen mit der Endoskopkamera. Allerdings sind die Aufnahmen an dem Tag wirklich echt bescheiden gewesen. Ich habe mir das ja mal in Ruhe deutlich genauer angeguckt. Allerdings habe ich es damals irgendwie gar nicht mitgefilmt. Und ja, jetzt dementsprechend bin ich dann im strömenden Regen extra für euch nochmal rausgegangen und habe dann mal noch ein paar Aufnahmen gemacht. Also ein kleines bisschen sieht man schon. Naja, auf jeden Fall, das müsste dann auch noch zu. Und ja, nach wie vor die Hecke umpflanzen wäre natürlich auch nochmal richtig cool, dass das jetzt noch passiert. Aber wir werden es wahrscheinlich jetzt im Dezember nicht unbedingt mehr schaffen, dort den Boden aufzuarbeiten. Das heißt, wir müssen dann im nächsten Jahr wahrscheinlich eine kleine Ladung Mutterboden dazu kaufen und dann alles im nächsten Jahr dann aufarbeiten und ein bisschen hoffen, dass es dann trotzdem eine einigermaßen gute Ernte wird. Und dann werden wir im nächsten Gartenjahr dann dafür sorgen, dass wir genug Humus und alles dort haben, dass wir den Boden immer weiter aufbauen und so. Also da seid ihr dann ja auf jeden Fall auch mit dabei, wenn ihr Bock habt natürlich. Das ist sowieso krass. Ich habe jetzt gerade mal eben, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, mal kurz beim Schneiden in den Vlog geguckt auf YouTube und ihr seid mittlerweile 80 Leute, 80 Abonnenten, die sich unseren Blödsinn hier angucken. Also das gibt's gar nicht, ey. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist also 80 Leute, die sich unseren Kram hier angucken, den wir zusammenschustern. Also, weiß ich nicht. Das ist ja wie eine große Hochzeitsfeier oder so, hätte ich jetzt schon was gesagt. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für jeden von euch, für den ganzen Support, dafür, dass ihr immer da seid, immer guckt und so. Also es ist schon einfach fantastisch. So macht das richtig viel Spaß und motiviert einen auch weiterhin, ab und zu auch mal ein paar neue Ideen reinzubringen und immer am Ball zu bleiben auch. Das ist jetzt ja auch wirklich teilweise nie so einfach, gerade mit diesen ganzen Krisen.
Ich meine, das Leben hat viele Krisen, aber wir haben ja wirklich viele Krisen. Und jetzt gerade dieses Jahr war ja noch mal richtig schlimm mit dem Rücken, mit dem Geld, mit dem ganzen. Hört mir auf. Ja, da hat man manchmal wirklich gar nicht so die Lust, die Kamera rauszunehmen. Und ist dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Mal hat man auch mal Tage, wo man dann so für sich sein möchte und sowas. Obwohl man ja eigentlich einen Haufen Ideen hat und wir möchten das ja auch alles mit euch teilen. Ja, aber wie gesagt, ihr haltet uns ja weiter am Ball, indem ihr einfach fleißig die Videos schaut. Das ist unglaublich, wie groß das geworden ist. Und ja, das macht uns auf jeden Fall richtig glücklich und dafür auf jeden Fall mal ein fettes Dankeschön. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft noch richtig ins Zeug legen, sobald sich das jetzt mit dem Job ein bisschen arrangiert hat. Und dann ja, werden wir noch einen Haufen Ideen umsetzen, die wir jetzt schon seit Monaten eigentlich im Petto haben, eigentlich schon fast ein ganzes Jahr, was wir noch machen wollen und so, auch mit Kameraeinstellungen und mit Dingen, die wir zeigen wollen und auch so ein bisschen die Strukturierung und so, können wir wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern. Und ja, es gibt noch einen Haufen Dinge, die wir euch noch zeigen wollen. Aber das kommt dann, sobald sich das jetzt alles beruhigt hat. Ja, na gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich denke, das Video ist jetzt lang genug geworden für diese Woche. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt munter und seid nächste Woche wieder mit dabei. Wir sehen uns. Ciao.